Mit Blender 5.0 gibt es insgesamt 6 neue Modifier. 3 davon sind in der Generate-Kategorie und die habe ich dir im letzten Video bereits vorgestellt, nämlich den neuen Array Modifier, Curve to Tube und hier unten Scatter on Surface. Gerne das letzte Video schauen, um diese kennenzulernen. Heute schauen wir aber in 2 neue Kategorien, die es in Blender 4.5.3 noch gar nicht gab, und zwar hier auf der rechten Seite Geometry mit dem Geometry Input Modifier und Instances mit den 2 neuen Instance on Elements Modifier und der Randomize Transforms Modifier. Was hat es mit diesen 3 auf sich? Wir gucken uns das Ganze genauer an. Ich bin der 3D Most Wanted und du siehst gerade Blender 5.0 erklärt. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest, und jederzeit kannst du gerne auch Fragen und Feedback zu diesem Video in die Kommentare schreiben und schon geht's los. Wir sind hier in der Blender 5.0 Beta vom 26. Oktober 2025, circa 2 Wochen vor Veröffentlichung der 5.0 Stable Version. Und wie gehen wir vor? Zuallererst einmal brauchen wir ein Objekt, wie hier eben unser Würfel. Unser Würfel ist ein Mesh-Objekt, erkennbar hier oben rechts an diesem orangenen Dreieck. Das deutet immer auf Meshes hin. Und da unten haben wir auch Mesh-Daten. Wenn wir einen Modifier zu einem Objekt hinzufügen wollen, gehen wir auf der rechten Seite hier in den blauen Schraubenschlüssel, eben der Modifier-Tab, und dort haben wir den Button Add Modifier und hier können wir jetzt eben Instances oder Geometry nutzen. In der heutigen Folge beginnen wir mit dem Instances und der erste Modifier ist Instance on Elements. Den fügen wir hinzu und dann sehen wir hier in der Liste schon dessen Konfigurationsmöglichkeiten. Instance on Elements ist die erste Hälfte des Scatter on Surface Modifiers. Denn was macht genau Instance on Elements? Wir erzeugen Instanzen von einem Objekt, wie hier ausgewählt, oder einer Collection und dessen verschiedenen Objekten auf einem gewählten Element. Unser Würfel ist hier das Element, denn der hat ja den Modifier zugewiesen bekommen. Jetzt brauchen wir irgendein Objekt oder eine Sammlung von Objekten, die als Instanzen agieren sollen. Und die Frage ist, wen wollen wir da nehmen? Wir könnten die Kamera nehmen, dieses Licht hier oben, oder auch den Würfel selbst. Ich finde es aber besser in dem Falle fürs Zeigen, ein neues Mesh einzufügen. Also gehen wir oben links auf das Add-Menü, wählen hier Mesh und dann schnappen wir uns hier eine UV-Sphäre. Der geben wir hier unten links im Operation Panel einen Radius von gerade mal 0,3 Meter und das ist dann die neue Größe der Kugel. Jetzt gehen wir hier oben links in den Object Mode, schnappen uns diese Kugel mit G-Taste, mit der Taste G fürs Bewegen, X-Achse, also eben X drücken, wir gehen hier unten rechts hin und platzieren die mal genau dort. So, und jetzt wollen wir diese Kugel mehrfach instanzieren auf unserem Element. In dem Falle also gehen wir hier mit der Auswahl Instance Type Object hin, schnappen uns hier dann Object entweder hier aus der Liste oder mit der Pinzette rechts daneben, und dann können wir hier oben in der Szenenhierarchie oder eben hier im 3D Viewport unser Objekt auswählen, anklicken und schon wird es mehrfach instanziert. Jetzt wird es interessant. Jetzt können wir bestimmen, wo wir Instanzen erzeugen möchten. Und zwar entweder, wie hier oben bereits ausgewählt, auf den Punkten. Das ist einmal diese Form hier. Ihr seht, die Kugeln sind genau auf den Eckpunkten und auch entlang der Vertices und dessen zusammen addierten Normals ausgerichtet. Und falls du dich jetzt fragst, was Normals sind, kurz zur Erklärung: mit Tab einmal in den Edit Mode gehen, dann oben rechts hier bei den Overlays hier unten diese 3 Buttons aktivieren und du siehst hier diese buntfarbigen Linien auftauchen. Bei Points ist es so, dass diese Kugeln hier genau auf dem Punkt unserer Geometrie liegen und die Ausrichtung hier entlang der dunkelblauen Achsen erfolgt. Diese dunkelblauen Vertex-Normalen sind die zusammen addierten Vektoren von diesen 3 benachbarten magentafarbenen. Würden wir hier auf der rechten Seite Edges auswählen, dann würden
die entsprechend hier auf den verschiedenen Kanten liegen, und dann würden je für eine Kante 2 dieser 3 magentafarbenen zusammen addiert werden. Also einmal nach oben und hier nach rechts ist zusammen nach oben rechts ausgerichtet. Deswegen ist die Kugel hier nach oben rechts. Hier unten bei der Kante ist es einmal nach hinten die Fläche und einmal hier nach rechts die Fläche. Also ist die Ausrichtung hier nach hinten rechts. Und wenn wir hier Flächen auswählen, um eben Instanzen genau in der Mitte der einzelnen Flächen auszuwählen, dann werden die flächennormalen Vektoren genommen. Das heißt in dem Falle hier, die hellblauen Striche sind die Ausrichtung für unsere Objektinstanzen. Und zum Schluss Corners. Jede Fläche hat verschiedene Ecken. Jetzt werden in den Ecken unserer jeweiligen Fläche die Instanzen erzeugt und diese haben ebenfalls hier die Flächenausrichtung. Das heißt also für unseren Würfel, wir haben 8 Punkte, das wären 8 Instanzen, wir hätten 12 Kanten, das wären 12 Instanzen, wir hätten 6 Flächen, das wären wiederum 6 Instanzen und wir hätten 6 Flächen zu je 4 Eckpunkten, das macht eine Summe von 24 Instanzen. Um die Verwirrung zu reduzieren, werden wir hier oben diese Overlays wieder deaktivieren. Und wir gehen auch wieder zurück in den Object Mode, entweder mit der Taste Tab oder hier oben links hier mit dem Dropdown in den Object Mode. Auch die Anzahl von Instanzen kann verändert werden, denn wir haben hier eine Maske. Diese hat hier einen Zahlenwert von 0 bis 1, das sind eben 0 bis 100% der Instanzen, die angezeigt werden sollen. Die Reihenfolge der Instanzen können wir hier unten mit einem Level Seed verändern, wie in jedem typischen Spiel. Dieser beeinflusst eben den Startwert und dadurch auch die Reihenfolge, wie diese verschiedenen Instanzen gesetzt werden. Nehmen wir mal hier oben eine Maske von 1 und hier unten Level Seed zum Beispiel von 50. Wenn wir jetzt hier von 1 runter auf 0 scrollen, dann wird die Reihenfolge eine andere sein, wie wenn wir von 0 mit einem Seed von zum Beispiel 25 nach oben scrollen wieder. Ihr merkt, die Erscheinungsreihenfolge der Objekte ist eine andere. Auf der rechten Seite haben wir hier auch einen neuen Button und das ist der Input-Attribut Toggle. Was genau macht der? Wir können jetzt wechseln zwischen der normalen Kommazahl hier von 0 bis 1 in Prozent oder einem bestimmten Attribut unseres Objekts. Wir könnten jetzt hier reingucken und zum Beispiel nur die Flächen nehmen, die wirklich scharf sind, eben nicht Shade Smooth. Wir könnten die Positionen der einzelnen Geometrien nehmen oder auch die Ecken unseren Flächen und damit weiterarbeiten. Und je mehr wir an einem Mesh machen, desto mehr verschiedene Möglichkeiten kommen hinzu. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hingehen und hier unser Mesh auswählen, oben links hier von Object Mode auf Weight Paint gehen und wir nutzen jetzt hier oben eine Gewichtung von 1 und malen mal hier zum Beispiel diese Ecke rot an, diese Ecke hier, so, volle Stärke in Rot, diese Ecke hier unten rot anmalen und diese Ecke hier bis dorthin, dann haben wir jetzt hier überall einen Wert von 1 stehen und farblich ist das Ganze hier abnehmend. Hier unten bei grün, das ist etwa 0,5 und hier links bei diesem schwarz-dunkelblau, das ist der Wert 0. Das heißt, wir bauen hier im Grunde einen Wertgradienten auf entlang dieser Kante jetzt. Und was können wir jetzt damit machen? Wir können jetzt hier bei der Maskierung unter anderem hier unten unsere Point Group nehmen. Das ist eben das Weight Painting. Und damit bestimmen wir jetzt, wo Objekte auftauchen sollen. Wir gehen mal zum Erklären ganz simpel auf Points. Wir sagen ja, instanziere Objekte auf den Punkten unseres Meshes. Und als Maskierung nutzen wir das Weight Paint. Weight Paint in Rot. Diese 4 hier vorne, diese Punkte, haben alle den Wert 1. Das ist größer als 0,5. Das passt vollkommen in Ordnung so. Dann hier hinten, wo jetzt eben dieses leichte hellblau bis dunkelblau und schwarz ist, dort haben wir den Wert Richtung 0, eben unter 0,5. Hier kann nichts hinkommen, weil das Ganze ist quasi durch die Maskierung ausgeschlossen.
Wenn wir aber jetzt mal zum Beispiel von Punkten auf Kanten gehen, dann merkt ihr hier vorne auf den Kanten, weil da überall linear verlaufend der Wert 1 ist, das passt, gar kein Problem. Bei den Kanten, die nach hinten laufen, ist das immer so eine Sache. Hier haben wir jetzt ja diesen Grünton und Kommazahlen haben sehr gerne einen kleinen minimalistischen Rundungsfehler. Deswegen hier hinten bei der Kante klappt es wunderbar. Hier vorne spawnt keins und da unten jetzt auch nicht. Aber das Schema gilt weiterhin. Die Werte werden quasi auf- oder abgerundet. Werte ab 0,5 werden zu 1 und Werte ab 0,49999 werden abgerundet auf 0. Also entweder Objekt kann dahin oder Objekt kann da nicht hin. Dann können wir von Edges auf Faces gehen. Hier haben wir jetzt ja auch den Wert 0,5. Im Grunde eine 50-50 Chance. Hier oben kann ein Objekt hin, aufgerundet wäre 1 oder eben abgerundet wäre 0. Hier vorne ist überall der Wert 1, das passt auch problemlos. Und jetzt haben wir hier noch die Corners. Hier vorne, alle Ecken haben einen Wert größer als 0,5, deswegen können die hier problemlos erzeugt werden. Hier hinten sind wir ja beim Wert 0 eher, deswegen werden dort keine erzeugt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und so können wir also hier mit beliebigen Mesh-Daten arbeiten, um Maskierungen zu erzeugen. Ob mit UV-Maps oder mit Weight Painting oder auch mit Texture Painting. Sehr spannende Kombinationen sind hier möglich. Und wenn wir das Ganze wieder resetten wollen, einfach hier austragen wieder und den Zahlenwert von 0 bis 1 eben als Potente nehmen. Der nächste Haken, Realize Instances, wird hier sehr interessant, denn beim Realisieren werden die Mesh-Daten, die wir hier zugrunde liegen haben, übernommen. Das heißt jetzt in dem Falle bei Realisieren werden die Weight Painting Werte übernommen. Die vorderen Kugeln hier haben im Weight Painting allesamt den Wert 1, die hinteren hier sind auf dem Wert 0. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Wenn wir jetzt hier umstellen auf zum Beispiel Kanten, dann haben wir Rot Wert 1, Grün 0,5 und hier hinten haben wir den Wert Schwarz eben 0. Auch das können wir so nutzen. Und unten drunter der Haken Keep Surface. Wir können den Würfel beibehalten oder in dem Falle entfernen lassen. Aber wenn wir ihn entfernen, haben alle Kugeln nicht mehr die Daten des Würfels. Jetzt kommen wir zu den typischen Transform-Einstellungen, denn vielleicht willst du auch natürlich die einzelnen Instanzen ein bisschen mehr konfigurieren, um zu entscheiden, wo sind die eigentlich in der Welt genau und welchen Abstand haben die zu den Oberflächen. Machen wir das Ganze mal zuerst mit den Points. Ihr seht ja bei Points, dass die jeweils entlang der Vertex-Normalen ausgerichtet sind. Wenn wir jetzt hier hingehen und zum Beispiel hier ein Offset eintragen von 1 Meter, dann wird entlang der Vertex-normalen Ausrichtung das Ganze wegbewegt. Wie vorhin zu sehen, das waren die dunkelblauen Linien. Dann hätten wir den Modus Edges. Hier gilt ebenfalls, die zusammen addierten magentafarbenen ergeben den Richtungsvektor, wo die hinbewegt werden. Und dann haben wir noch eben Flächen. Das war der hellblaue normalen Vektor von der Fläche, dass die eben da lang bewegt werden. Gehen wir nochmal hier in den Edit Mode und ich aktiviere euch nochmal hier oben diese Overlays kurz zum Zeigen. Also eben hier diese Ausrichtungen sind das Ganze dann. Ihr seht Flächen auf hellblau, Kanten eben 2 der magentafarbenen addiert sind die Richtungen und hier oben Points entlang der dunkelblauen Linien genau dorthin. Ganz simpel gesagt. Und hier unten Corners, da bewegen wir uns eben auch entlang der hellblauen Linien, wie zuvor bereits schon mal erklärt. So. Beim nächsten Haken Align Rotation können wir entscheiden, ob wir eben die Ausrichtung der normalen Vektoren als neue Z-Achse nehmen wollen oder ob wir einfach sagen, bleibt genau gleich rotiert wie vorher. Vor allem, wenn wir Align Rotation hier wegnehmen, dann merkt ihr auch, dass es wie ein Wechsel vom lokalen aufs globale Koordinatensystem. Jetzt gehen nämlich alle Objektinstanzen hier von ihrem Ursprungspunkt 1 Meter nach oben in Z. Und das können wir mal hier kurz gerade wunderbar testen. Das globale Surface ist ja hier eben das Bodenplane entlang der XY-Achse.
Machen wir nochmal hier den Wert 0 hin und gehen nochmal hier auf Align Rotation und gehen hier oben nochmal auf Points. Align Rotation kann aber auch beeinflusst werden. Wir könnten auch hier sagen, nutze die Daten aus dem Weight Painting unter anderem und dann sind die auf der linken Seite, wo es Weight Painting 0 war, nicht rotiert und die auf der rechten Seite sind mehr in Richtung ihrer Fläche rotiert. Ein Wert von 1 würde bedeuten, wir nehmen die vollwertige Rotation unseres Vertex, unseres Punkts der Geometrie, während ein Wert von 0 hier links keine Rotation ist. Bei Kanten genau das gleiche. Ganz links nicht bemalt, die Rotation wird ignoriert. Hier sind wir auf der Hälfte, da gilt es halb und hier gilt es vollwertig. Dann haben wir Faces, dann nutzen wir jetzt in dem Fall hier hinten keine Rotation, weil Weight Painting war ja 0 gewesen. Und hier rechts vollwertige Rotation, weil hier war der Wert 1 gewesen. Und auf halbem Wege hier und hier, da sind wir bei der 50% Rotation. Wir können also hier unten wirklich zwischen Attributen verschiedener Art oder einfach einem simplen Wert hin und her umschalten. Das gleiche übrigens auch bei Skalierung. Wir können hier Skalierung für alle eintragen entlang der X, Y und Z-Achse oder wir nutzen das Input-Attribut und sagen mal skaliere mit dem Weight Painting. Hier vorne war Weight Painting 1 gewesen, deswegen Skalierung mit 1. Hinten war Weight Painting von 0, also wird die Kugel, die hier ist, auf 0,00 skaliert und die hier in der Mitte skalieren sich mit dem Faktor 0,5 entlang allen 3 Achsen. Dann habe ich aber noch einen Kommentar unter dem letzten Video gehabt und zwar die Frage, ist es nicht auch irgendwie möglich, platzierte Elemente anhand der Größe der Grundfläche, auf der sie spawnen, zu skalieren? Bei Scatter on Surface geht das wiederum nicht, aber bei Instance on Elements gibt es genau dieses Feature hier unten und zwar Scale by Face Area. Wenn wir hier drauf gehen, den Haken aktivieren, dann haben wir jetzt erstmal hier die Flächengrößen individuell und wir sind bei einem Würfel, der 2 Meter breit, 2 Meter hoch, 2 Meter tief ist. Das heißt, jede Fläche ist 2x2, 4 Quadratmeter groß und jetzt wird eben dieser Flächenwert genommen zum Skalieren. Würden wir jetzt in den Edit Mode gehen, ungefähr so wie hier oben jetzt, und wir sagen, die Fläche hier oben, diese hier mit Zahlenreihe 3 in die Flächenauswahl oder eben hier oben dieses Symbol nutzen und wir skalieren kleiner, dann wird da oben die Kugel mit der Fläche kleiner skaliert, ungefähr so. Und hier unten auf der Unterseite die Kugel können wir noch ein bisschen breiter skalieren mit S. Was im Übrigen, falls ihr es nicht wusstet, hier auf der linken Seite der Toolbar hier die Scale-Funktion im Grunde ist. Das ist genau diese, die wir nutzen gerade. Und dann seht ihr ja schon, da oben die Kugel ist winzig klein, die an den Seiten hier ist ein bisschen größer und da unten die ist riesig, weil die Fläche auch viel, viel größer ist. Wir machen STRG Z und bringen das mal zurück auf ihre normalen Würfelgrößen. Ungefähr so. Aber das ist, wie der neue Instance on Elements Modifier funktioniert. Wenn wir uns jetzt mal den Scatter on Surface Modifier anschauen, dann merken wir, eine Sache fehlt ja noch. Wenn wir hier unten mal unter Transform aufklappen, gibt es noch einen Bereich für Randomize, eben zum Zufallsgenerieren von Werten für Offsets, Rotation, Skalierung und auch Flippen. Wo könnte das denn nur versteckt sein als eigener Modifier? Genau deswegen kommen wir jetzt zum zweiten neuen Modifier aus der Instances-Kategorie hier unten und das ist Randomize Transforms. Hier drin finden wir die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wie Offset, Rotation und auch Skalierung, entweder uniform gleichermaßen entlang allen Achsen oder verschiedenen individuellen Achsen, sowie auch hier unten das Flipping, um eben Zufallswerte auf die verschiedenen Bereiche drauf zu addieren oder abzuziehen. Das ist quasi die zweite Hälfte des Scatter on Surface Modifiers. Und wie genau funktioniert das? Zum einen können wir hier oben erstmal einstellen. Wollen wir das lokale Koordinatensystem, also die individuelle Ausrichtung der Objekte berücksichtigen und dessen Achsen nutzen?
Oder, ohne den Haken, wollen wir entlang des globalen Koordinatensystems, wie hier oben rechts zu sehen ist, diese Achsen nutzen. Und dann können wir hingehen und hier zum Beispiel einen x-Wert festlegen. Sagen wir mal zum Beispiel 1. Was heißt das hier in dem Falle? Wir können von 0 bis 1 einen Zufallswert generieren und jedes individuelle Objekt, jede Objektinstanz, die von dem vorherigen Modifiern erzeugt wird, also hier Instance on Elements, wird jetzt mit diesem Wert beeinflusst. Irgendwas von 0 bis 1. Das muss nicht genau 1 sein, das kann auch 0,3 sein, da wird ein Wert drauf addiert oder abgezogen. Jetzt bei der Rotation genau das gleiche erneut. Wir können hier einen Wert eintragen für eine Rotation um die globale X-Achse oder eben hier oben mit dem Haken die lokale X-Achse. Machen wir mal hier bis zu 90 Grad Rotation sind erlaubt und ihr seht, bei manchen davon hier oben da ist jetzt ein geringerer Wert genutzt worden. Bei denen hier an der Seite ist es auch nur ein kleiner Betrag und nicht 90 Grad. Bei der Kugel hier rechts sieht man es nicht direkt, weil die rotiert ja quasi um sich selbst wie die Erde. Deswegen hier fällt es bei den Kanten nicht genau auf. Es ist immer verschieden, wohin das Ganze geht. Machen wir nochmal den Wert 0 rein, da oben auch den Wert 0 und gucken wir uns jetzt mal Skalierung an. Und zwar von 0 bis 100%. Das ist in dem Falle folgendes. Wir nehmen die Objektgröße, die wir aktuell haben und wir gehen von diesem Wert bis zu 100% runter auf 0 oder 100% drauf bis zur Skalierung von 2. Das geht in beide Richtungen und das entweder uniform für alle 3 Achsen gleichermaßen oder individuell für die verschiedenen Achsen. So könnten wir zum Beispiel eben das Z beeinflussen, hier ungefähr bis dahin. Dann werden die hier mehr zu Scheiben, während die Kugel hier links noch komplett da ist und die hier unten eher zu einem Kissen geworden ist. Das können wir ebenfalls mit einstellen und beeinflussen. Für jede erzeugte Objektinstanz von vorherigen Modifiern ein verschiedener Wert. Dann haben wir noch Flipping. Wenn Objekte jetzt nicht zwingend symmetrisch wären und zum Beispiel etwas guckt nach rechts, dann könnte man mit Flipping eben eine Achse flippen oder eben spiegeln und das Ganze in die andere Richtung schauen lassen. Machen wir mal hier diesen Wert. Ihr merkt, bei den Kugeln werdet ihr da überhaupt nichts merken, weil die sehen halt vorne wie hinten genau gleich aus. Bei Y passiert auch nicht viel. Und bei Z genauso wenig. Bei symmetrischen Objekten bringt das recht wenig. Was euch aber auch auffallen dürfte, ist bei Randomized Transforms, ihr habt für alle möglichen Einstellungen hier die gleichen Möglichkeiten wie oben bei Instance on Elements und ihr könnt hier verschiedene Mesh-Daten nutzen für die individuellen Komponenten. Also es ist vielfältiger denn je, das Offset, Rotation, Skalierung oder eben den Flip einzustellen. Also man muss da wirklich genau aufpassen, man kann sehr viele Spielereien möglich machen. Und damit habt ihr schon die beiden neuen Modifier kennengelernt, die zusammen die gleiche Funktion bilden, wie eben Scatter on Surface, bis eben der Zusatz da ist, und zwar skalieren auf der Größe der Flächen. Das ging hier drin nicht. Mit diesen 3 Modifiern hast du also immer die freie Auswahl, ob wir jetzt Instance on Elements oder Randomized Transforms zusammennehmen oder doch nur Scatter on Surface nehmen und damit arbeiten. Ich persönlich habe durch diese beiden oberen hier natürlich jetzt die schöne Einstellung eben mit Scale by Face Area unter anderem doch mögen gelernt, aber andererseits hat Scatter on Surface hier oben noch weitere Density Methoden, dass wir eben einstellen können, ob wir eine Objektdichte haben wollen oder doch eine Objektanzahl, die wir verteilen möchten. Das kann auch nochmal relevant sein fürs Leveldesign. Oder ihr nehmt einfach alles zusammen und kombiniert die Modifier passend in der Reihenfolge, dass vielleicht erst Scatter nach oben geht, eben für neue Punkte zu erzeugen, dann Instance on Elements auf den neuen Points, die von dem vorherigen Modifier erzeugt wurden, und dann weiterarbeiten. Das kann man natürlich auch kombinieren. Ich mache jetzt hier alle 3 Modifier weg, denn für uns bleibt in diesem Video noch ein dritter, letzter neuer Modifier übrig.
Und der letzte neue Modifier in dieser Folge, das ist hier bei Geometry jetzt Geometry Input. Der hat gar nicht mal so viele Variablen und sehr viel zu erzählen. Aber er hat einen sehr bestimmten Zweck. Stellt euch mal vor, ihr habt ein originales Objekt in eurer Szene oder viele verschiedene. Und die wollt ihr jetzt mit Modifiern bearbeiten und zum Beispiel noch klonen, erweitern oder in gewissen Formen bearbeiten. Dann könnt ihr jetzt den Geometry Input als ersten Modifier ganz oben einfügen. Jetzt geht ihr hin und wählt entweder ein bestimmtes Objekt aus oder eine ganze Sammlung von Objekten und hier mit der Pinzette könnt ihr das Ganze bestimmen. Zum Beispiel eben hier oben ein Objekt aus der Szene oder auch hier aus dem 3D-Viewport. Und was passiert dann? Hier rechts haben wir den Haken als Instanz. Das gewählte Objekt wird jetzt am Origin von diesem Mesh hier instanziert. Das können wir hier sehen, wenn wir hier oben rechts Wireframe-Modus aktivieren und da haben wir dann unsere Kugel hier innen drin. Wenn wir jetzt den Haken Replace Original setzen, dann wird im Grunde wie vorher bei dem gezeigten Modifier das Keep Surface sozusagen deaktiviert und wir haben nur noch unser neues Objekt. Aber genau das ist hier ganz praktisch, denn jetzt könnte das originale Objekt hier beibehalten werden, braucht keinen Modifier und auch keinen Duplicate, aber das hier links kann verändert werden von seinen Daten. Und jetzt könnten wir beispielsweise einerseits hier hingehen und in Generate den neuen Array Modifier nutzen, um hier zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Instanzen davon zu bauen. Schieben wir mal hier die Kugel ein bisschen nach oben. Und dann haben wir über den Array Modifier ja hier diese Daten und hier unten wieder die Möglichkeit des Randomize, was wir heute auch kennengelernt haben. Und da können wir dann wieder Sachen einstellen. Zum Beispiel eben jede Objektinstanz kann hier entlang der X-Achse ein bisschen randomized werden, hin und her. Auch in Y hier und in Z, ihr merkt, Plus oder Minus. Auch ein bisschen die Rotation anpassen. Oder eben hier in Y. Da können wir eben Spielereien mitmachen. Aber Fakt ist, der Geometry Input Modifier hier oben erspart es euch, ein Duplikat eures Meshes zu erstellen und ihr könnt einfach irgendein Dummy-Objekt nutzen und dem alle Daten einer Collection oder eines Objektes übertragen und danach wie gewohnt eure Modifier-Kette nach unten aufbauen und konfigurieren. Und das waren auch schon die 3 neuen Modifier, die es in Blender 5.0 gibt, eben neben den bereits im letzten Video erklärten neuen Generate Modifiern. Wie findest du diese 3? Sind die für dich anwendbar? Wirst du die gebrauchen können? Oder sagst du, na, ist eigentlich auch eine Sache, die ich mit Geometry Nodes machen kann? Ich finde, in jedem Fall ist es eine sehr gute Sache, weil Sachen, die vorher sehr fummelig, eher für fortgeschrittenere Leute mit Geometry Node Graphen nur verfügbar waren, werden jetzt Standardfunktionen und können einfach über Modifier mit ein paar Klicks in der UI konfiguriert werden. Das ist in jedem Falle eine sehr schöne Richtung, in die sich Blender entwickelt. Immer benutzerfreundlicher werden, immer mehr Konfigurationsmöglichkeiten anbieten und immer mehr Funktionen nativ machen. Das war's für die heutige Folge von Blender 5.0 über die 3 weiteren neuen Modifier. Wir sind aber noch nicht fertig. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer kannst du gerne in den Kommentaren Fragen und Feedback hinterlassen oder auch ein simples Dankeschön fürs Erklären. Geht natürlich genauso. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye bye.